Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Wir haben letzte Woche aufgehört und zwar hier an unserem Lehmbauprojekt. Wie ihr wisst, wir sind ja jetzt im 15. Jahr der Sanierung unserer historischen Wassermühle und wir haben viel geschafft in letzter Zeit. Unter anderem haben wir den historischen Mühlraum saniert. Den historischen Hausflur haben wir wieder historisch hergerichtet und auch das Gästebad in der unteren Etage. Ich habe hier ein Paket bekommen und zwar von der Berliner Messinglampenmanufaktur. Da habe ich jetzt, ich glaube, ein halbes Jahr drauf gewartet. Also 4 Monate waren es bestimmt. Sofort verfügbar, stand in der Annonce, aber irgendwie gab es Probleme in der Glasherstellung und deswegen möchte ich ganz zu Anfang vom Projekt noch ein To-Do abarbeiten, was schon längst hätte abgearbeitet werden sollen. Wie ihr wisst, haben wir hier in der unteren Etage auch ein Gästebad saniert. Das ist klein, aber ziemlich fein gelungen, wie wir finden. Aber hier an der Wand, da fehlt noch eine Lampe. Da wir momentan noch nicht hauptsächlich hier wieder im Haupthaus wohnen, ist es natürlich so, dass solche Baustellen jetzt auch nicht so dolle drücken, aber trotz alledem sieht hier der Bunker-Style nicht ganz so schön aus und ich freue mich, dass jetzt hier die neue Lampe endlich gekommen ist. Vom Stil versuchen wir so ein bisschen in der Gründerzeit zu bleiben. Hier haben wir eine echte, originale, authentische Gründerzeitlampe im Bad. Im Flur haben wir schon eine Lampe von der Berliner Messinglampenmanufaktur und wir hatten Glück, dass wir hier vorne im vorderen Bereich des Flures auch eine originale gründerzeitliche Lampe aus Frankreich bekommen konnten. Und oben im Flur, da setzen sich die Berliner Messinglampen vor. Na, da lag es natürlich nahe, jetzt hier was Ähnliches zu machen. Und wie ich ja schon gesagt habe, sind wir hier auch bei einem ähnlichen Stil geblieben. Allerdings braucht man natürlich eine Wandlampe hängend. Und ja, dass wir so eine lange Lieferzeit bekommen, war natürlich jetzt nicht geplant. Aber dadurch, wie ich schon gesagt habe, dass wir das nicht so oft nutzen, ist die Lieferzeit hier jetzt erstmal zweitrangig gewesen. Und erstrangig freuen wir uns natürlich, hier so eine schöne Lampe verbauen zu dürfen. So ihr Lieben, das Elektrowerkzeug habe ich jetzt hier schon bereitstehen und werde jetzt mal im etwas beschleunigten Verfahren die Lampe anbauen. Als Glühlampe bzw. als Leuchtmittel mag ich gern diese Glühlampen mit LED-Filamenten. Ich finde, das sieht klasse aus. Und bei dem Schirm, ich weiß nicht genau, ob man die Lampe sieht, da geben die sich ja auch immer richtig viel Mühe. Wir haben jetzt immer so ein bisschen so einen Blütenstyle. Muss man natürlich höllisch aufpassen, aber ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Also preislich geht es auch tatsächlich. Wer jetzt gleich denkt, da muss man aber preislich in Deckung gehen, so ist es tatsächlich nicht. Historische Lampen werden zum Teil sehr teuer gehandelt, aber diese Lampen, die finde ich, sind preislich doch durchaus attraktiv und auch preislich akzeptabel. Ist natürlich unvergleichlich viel besser. So. Ja, nur um die mal abzuholen, die vielleicht den ersten Teil von dem Video noch nicht gesehen haben. Hier in der unteren Etage sind wir schon relativ weit gekommen mit den Arbeiten. Hier oben ist das zukünftige Arbeitszimmer und das zukünftige Gästezimmer noch in der Mache, will ich mal sagen. Beim letzten Mal, da haben wir den Grundputz angebaut. In den Videos zuvor hatten wir eine Fachwerkwand aufgeständert, hatten den schön ausgemauert, haben wir alles mit Kalkmörtel gemacht und zum Mauern haben wir Porotonsteine genommen.
Ich hatte auch erwähnt, warum wir Porotonsteine genommen haben, warum wir das nicht mit Lehmziegel gemacht haben. Mitja hatte mich noch mal darum gebeten, das noch mal klarzustellen, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Porotonziegeln würde ich natürlich in der Fassade nicht verwenden, aber hier für meine Raumteiler im Innenraum sind die also meiner Meinung nach einwandfrei geeignet. Warum nicht in der Fassade? Nur in der Fassade ist es so, gerade beim Fachwerkhaus, bei einer Innendämmung möchte ich keine Luftkammern in der Wand haben. Und damit die Diffusionsfähigkeit und auch die Kapillaraktivität vernünftig funktionieren kann, ist es wichtig, dass sich da eben keine Hohlräume drin befinden. Deswegen muss man auch, wenn man die Holzdämmung anbaut etc. darauf achten, dass das alles schön gefüllt ist und dass sich dahinter keine Hohlräume befinden. Denn in den Hohlräumen, da kann Wasser kondensieren. Und wenn man Wasser in die Fassade reinbekommt, beziehungsweise in die Wände, ist natürlich nicht so gut. Wobei ich bin der Meinung, ist aber nur ein Bauchgefühl, dass wenn man mit Kalkmörtel arbeitet und eine anständige Fugenbreite hat, dass der Kalkmörtel das Wasser auch wieder rausbringen würde. Aber ich bin da natürlich ganz bei Mitja. In der Fassade hat das nichts zu suchen und bei uns in der Fassade haben wir eigentlich vorwiegend Lehmziegel verbaut oder aber auch historisch original waren Feldbrandziegeln drin. Die habe ich natürlich drin gelassen, wobei ich glaube, so eine richtige Lehmziegel ist natürlich für eine Fachwerkfassade das Allerbeste. Im Raum haben wir ja einen Lehmputz an die Wand gemacht, das ist jetzt eine Woche her. Wie ihr in der Farbe sehen könnt, hat der schon gut abgetrocknet. Also ich habe den hier bis zu 5 cm auf die Wand aufgezogen und was jetzt noch fehlt, ist der eigentliche Deckputz. Das ist jetzt, sage ich mal, nur so, um erstmal die größten Lücken zu füllen, so ein Unterbau gewesen. Was ich jetzt gerne noch machen würde, wäre jetzt den Überbau drauf machen und auch schon gleich ein Gewebe einputzen. Den Raumteiler als solches, den habe ich als Fachwerkwand aufgeständert. Ich sag mal, alles, was hier so oben in die Decke reingeht, habe ich auch anständig verzapft. Das sind schon ein bisschen ältere Videos. Hier an der Seite habe ich zum Teil diese Konstruktionsmetallwinkel genommen, weil es einfach schneller ging. Da kam von euch ein Kommentar zurück, so, dass ein anderer Kanal hier bei uns im Sanierungsthemengebiet die Winkel rausgeschmissen hat und sich darüber beschwert hat, dass das ja fusch wäre. Ihr seht selber, die Wand wird größtenteils komplett verputzt und fachlich ist es natürlich, was die Statik der Wand angeht, völlig in Ordnung, wenn man da solche modernen Mittel benutzt. Ich bin auch kein so ein, weiß ich nicht, Traditionalist, Hardliner, der gänzlich auf moderne Baustoffe verzichten möchte. Um so ein Projekt, wie wir machen, stemmen zu können, da muss man auch manchmal einfach ein bisschen schneller arbeiten. Wenn ich das hier alles anständig verzapft hätte und richtig eine echte Fachwerkwand aufgeständert, dann hätte ich vielleicht das gute Gewissen, dass sich unter meiner dicken Lehmschicht das perfekte Fachwerk verbirgt. Aber ich habe Fachwerk genommen, weil ich keine Leichtbauwände haben wollte. Ich wollte also nicht diese typischen Rigipskartonwände haben, sondern ich wollte eine richtig massive Wand haben. Grundsätzlich was anderes ist natürlich, wenn man hier so eine schöne Fachwerkfassade hat. Hier ist es natürlich so, dass man hier auf den Einsatz von solchen Winkeln verzichten sollte. Da es sich ja hier um ein Sichtfachwerk handelt, was eben auch ja, einen besonderen Schutz eben auch durch den Denkmalschutz erfährt. Und hier möchte man natürlich, dass die Handwerkskunst im Vordergrund stehen haben. Wenn man natürlich dann hier irgendwas mit Metallwinkeln dazwischen packt, das ist natürlich nie so schön, als wenn ich hier ein richtig echtes Fachwerk habe, was ich natürlich auch nach außen von meiner Fassade aus zeigen möchte. Und da ist es natürlich schon immer schön, wenn man dann das vernünftig macht oder von Fachleuten vernünftig machen lässt, dass man hier eben auch ein repräsentatives Fachwerk an seinem Fachwerkhaus zu zeigen hat. Ja, ich weiß nicht, ob das so klar rübergekommen ist, aber heute ist eigentlich überhaupt kein Tag für solche Arbeiten. Also so gar nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich nicht rumjammern, denn vom letzten Mal ist hier noch Lehmputz in der Maschine.
Hier habe ich ja eine normale Putzmaschine so ertüchtigt, dass wir damit auch Lehmputz im Innenbereich machen können. Das Schöne ist, es ist eigentlich für Sackware das Gerät, deswegen musste ich hier diese Skulptur daneben stellen, die mir es ermöglicht, den vorgemischten Lehm hier in die Maschine reinzuschütten. Ist einfach eine Preisfrage, ne? Man kann sich natürlich auch eine Lehmmaschine mit Zwangsmischer und so kaufen, aber dadurch, dass es davon auf dem Markt gar nicht so viel gibt, ist es besser, mit so einer Maschine zu arbeiten. Ist zwar dann so ein bisschen von hinten durchs Auge in die Brust, aber solange man das nicht hauptberuflich macht, ist das eine gute Alternative, weil die einfach viel üblicher sind und dadurch auch viel günstiger. Beim letzten Mal hatte ich ein bisschen Probleme, die ganze Schlauchmimik und so wieder gangbar zu machen, da wir die eine ganze Weile nicht benutzt hatten. Das erste Füllen der Schläuche ist immer ein bisschen Wahnsinn. Ich hoffe aber dadurch, dass wir den Schlauch oben abgedeckt haben, sodass da keine Luft an den Lehm kommen konnte und hier natürlich auch noch ordentlich Lehm in der Maschine ist, dass das Milieu im Schlauch so ist, dass sich der Lehm da nicht großartig entwässert hätte und fester und zäher geworden ist. Ich muss natürlich sehen, dass gerade bei dem warmen Wetter ich jetzt dran bleibe und den Lehm jetzt an die Wand bekomme. Zum einen werde ich wahrscheinlich nicht viel mehr Zeit in diesem Jahr oder bessere Zeit in diesem Jahr bekommen, um den Lehm schnell trocken zu bekommen. Zum anderen ist es so, ich habe auch nicht unendlich Zeit mit der Verarbeitung vom Lehm. Das heißt also, wenn der Lehm, die Schläuche sind jetzt mit Lehm gefüllt und hier muss ich jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben, weil sonst kriege ich den nächsten Rohrkrepierer, darauf habe ich keinen Bock. Daher gebe ich jetzt Gas, schmeiße die Maschine an und sehe zu, dass man von dem guten Zeug noch ein bisschen was an die Wand bekommt. Also glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, aber es ist immer wieder so schön, in diese Kühle des Fachwerks zurückzukommen, obwohl hier das Fenster offen ist und draußen es echt so schwül ist, dass mir der Schweiß von der Glatze tropft. Ist es hier so, als wenn hier eine Klimaanlage laufen würde. Hier hinten in der Ecke, da habe ich meine Restbestände von meiner Putzgewebe. Das würde ich jetzt mal verarbeiten. Das hat so eine Maschenweite von ungefähr 1 cm. Ist ein Glasfasergewebe. Da hatte der Tobias von Liebensprojekt jetzt mal einen schönen Vergleich gemacht. Er hatte sich das Jute-Gewebe gekauft. Von der Sache her ist so Jute-Gewebe eine tolle Sache und würde ich auch tatsächlich gerne verwenden. Aber das Gewebe, das ist einfach so praktisch durch diese Formstabilität, die das Gewebe hat. Gibt das einfach schon mal, wenn man das einputzt, ein ziemlich, so eine gerade Fläche. Das heißt, das Gewebe hilft einem dabei, die Wand nachher auch schön gerade zu bekommen. Und dabei ist die Maschenweite, es gibt das auch so ein bisschen engmaschiger, habe ich früher mitgearbeitet. Aber diese 1 cm Maschenweite ist einfach optimal, denn wenn das zu eng ist, das Gewebe, dann geht hier diese Fasern, die in dem Lehm drin sind, da ist ja so ein bisschen Strohhäcksel drin, das geht dann nicht mehr richtig durch und dann ist es eher so, als wenn man so mit Tapete arbeitet. Und das Gewebe, das geht halt richtig schön in die Wand rein. Und deswegen werden wir das jetzt auch zum Verputzen nutzen. So, jetzt müsst ihr mir ein bisschen die Daumen drücken. Den Putzschlauch, den habe ich ja letzte Woche schon mit dem Kran hier hochgemacht. Den habe ich jetzt einfach mit der Mündung in so ein Schweißfass reingetan. Dann habe ich hier noch ein Cuttermesser, das brauche ich gleich zum Gewebeschneiden. Ja, das Ding funktioniert ja ganz einfach. Unten ist ein Druckschalter dran. Auf dem kleinen Schlauch ist Druckluft drauf. Auf dem großen Schlauch steht die Lehmsäule an. Die Druckluft, die dient zum einen dazu, den Lehm an die Wand zu werfen und zum anderen bei Druckabfall registriert die Maschine unten, dass ich hier diesen Schalter belegt habe. Da ist dann ein kleiner Druckschalter, der schaltet dann die komplette Lehmpumpe ein. Das heißt, die Druckluft sprüht dann nicht nur den Lehm an die Wand, sondern steuert unten auch noch die Maschine. Wenn ich die Luft aufdrehe, springt die Maschine an, fördert Lehm, drehe ich die Luft zu, hört die Maschine auf zu fördern. Ja, ist eigentlich so ein ganz einfaches Prinzip. Ihr habt gesehen, ich habe da eine riesengroße Mischmaschine Lehm drin. Das heißt,
Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Vorrat zu putzen. Ich spritze jetzt erstmal den Lehm dran, dann ziehe ich das Ganze ein bisschen glatt, dann packe ich das Gewebe rein und naja, hoffe, dass ich den Raum heute so weit fertig bekomme, dass der Unterputz hier an der Wand dran ist. Dann lasse ich den trocknen und dann müsste eigentlich nur noch Feinputz dran. So ihr Lieben, so viel für heute hierzu. Hat sich doch schon mal wieder ein bisschen verändert, der Raum.
Wie ihr mir unschwer ansehen könnt, bin ich ein bisschen geschwitzt und durch den frischen Lehm würde ich sagen, Tropenpflanzen würden sich hier wirklich gut machen. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit, aber der Lehm trocknet momentan auch wie das Gewitter. So ein Gewitter ist natürlich auch noch ein Stichwort. Ich muss mich jetzt erstmal hier voll sanieren und dann sehen wir uns gleich draußen wieder, denn es sind Unwetter gemeldet und da muss ich noch ein paar Vorbereitungen treffen. Den Kran vom Netz trennen. Der Abend ist schwül, sehr, sehr schwül und das Licht so ein bisschen gelblich, wahrscheinlich sieht man das auf der Kamera nicht so gut. Und es ist relativ still. Normalerweise ist hier bei uns im Auwald immer die Hölle los. Da sind Tausende von Vögeln am Zwitschern. Und es ist jetzt nicht ganz still, also so mucksmäuschen still, aber schon sehr verhalten. Und irgendwie merkt man so diese aufgeladene Stimmung. Von daher glaube ich, dass uns doch irgendwie ein kleines Unwetter bevorsteht. Ja, der Wind kam ziemlich massiv aus Richtung hier von dem offenen Feld und hat hier hinter mir unsere Randbegrünung arg in Mitleidenschaft gezogen. Aber es ist so, wir sind auf der Mühleninsel rundherum Wasser und das Wasser ist komplett von so einem kleinen Auwäldchen umwachsen. Und wenn jetzt diese Windböen, diese Fallböen beim Gewitter so über die freien Flächen streichen, dann treffen sie in den Wald. Da fällt dann auch mal ein Baum unten, aber der Wald, der bricht die Energie des Windes und unser Haus ist geschützt. Das habe ich gestern live miterlebt und ich war wirklich heilfroh, dass ich hier so große Kameraden wie die Pappel stehen habe und hier dieser Auwald mit solchen starken, alten, massiven Bäumen ausgestattet ist, die derzeit zumindest noch den Gewalten standhalten und ich hoffe, dass das auch lange so bleibt. Ich hoffe, unser kleines Mühlenabenteuer hat euch mal wieder gefallen und glücklicherweise ist nichts Schlimmeres passiert. Ich freue mich total, dass ihr dabei gewesen seid und würde mich auch total freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Bei uns geht es dann wahrscheinlich noch ein bisschen am Haus weiter. Ich muss die Gefache jetzt auf der anderen Seite noch verputzen. Die sind zum Teil verputzt, zum Teil noch nicht. Da muss ich noch mal ran. Ansonsten, ja, wenn das Wetter nicht ganz so heiß ist, müsste ich wahrscheinlich auch mal irgendwann den Berg Brennholz wegarbeiten. Oben muss noch eine Menge Feinputz reingemacht werden, Böden müssen eingebaut werden und so weiter und so fort. Die Arbeit wird uns so schnell nicht ausgehen, deswegen, wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, lasst mir mal ein Abo und ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao. Tschüssi.